Einen wunderschönen guten Morgen. Jawohl, passen, passen. Schön, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. Wir haben eine kleine Überraschung für euch. Aber ich will gar nicht so weit ausholen. Die meisten Leute, sage ich mal, kennen ihn schon. Und jetzt übergebe ich auch sofort das Wort an den Gründer der Firma Space Camper, meine Damen und Herren, Ben Bafra. Oh. Danke, danke, danke. So, ich hoffe, ihr versteht mich alle. Ansonsten könnte ich mich auch digital lauter machen. Geht das so? Okay. Wir haben was Neues bei VW. Das heißt, was Neues ist, vorher hatten wir einen Bulli. Immer hatten wir einen Bulli, den es als Grundmodell gab. Der wurde ausgebaut von Multivan Business bis zum Transporter. Immer die gleiche Karosse, ein Alleskönner. Den haben wir hier immer noch, den bauen wir weiter. Für mich eben, ich wohne da seit einiger Zeit drinnen, ein Traumauto. Jetzt gibt es aber noch zwei weitere Fahrzeuge auf anderen Plattformen. Und zwar der Multivan neuer Multivan ist da, auf einer mehr PKW, bisschen kleines Volumen. Und den haben wir hier und den wollen wir euch heute zeigen. Und es wird noch einen ID-Bus geben. Gibt es schon, aber nicht für uns noch. Aber heute neuer Multivan. Und vom System her ganz kurz erstmal eine reine Theorie. Die halte ich mich aber kurz. Der Multivan hat als Besonderes, dass er ein System hat von Einzelsitzen, die man beliebig kombinieren kann. Damit Flexibilität schafft. Und man kann als 5, als 7-Sitzer, als 6-Sitzer benutzen und alles rausnehmen, wenn man einen Transporter hat. Und dafür haben wir das Modularsystem gemacht. Das ist genauso modular wie der Multivan wird. Man kann dann die Sitze drehen, einen Tisch ausfalten. Es gibt hier Staubboxen seitlich, die mit den Sitzen nach vorne geschoben werden, wo man Tische draußen hat, wo man draußen leben kann. Und hinten der Kofferraum kriegt eine Organisation rein mit Heckauszügen, die 1,20 Meter rausgehen können, also 1,20 Meter. Und natürlich ein Auto ohne Bett. Geht eigentlich nicht, ja. Das Besondere, was ihr seht, in der dritten Sitzreihe können die Sitze drin bleiben, das Bett passt drüber. Und ich kann jetzt durch das Modularsystem, wenn ich das einen Multivan habe, egal ob ich jetzt als Alltags 7-Sitzer haben will, einen 5-Sitzer haben will, kann ich meine Module immer so kombinieren, dass ob ich in Urlaub gehen will, ob ich arbeiten fahren will. Und das lässt sich also beliebige Sitzkombinationen variieren. Und zwar alles sehr schnell ausbaubar, dass es auch wirklich schnell geht. Man kann hinten auf die Heckauszüge haben wir Sondermodule wie Küchen. Und es passen die Standardkisten drauf. Das heißt, ihr könnt zu Hause eure Kisten haben und rein und raus tun. So, ich würde jetzt hier mal stoppen. Jetzt gehen wir mal und gucken das Auto live an. Also erstes, was ihr schon kennt, wo ich gerade außen bin. Wir haben hier schon eine Verdunklung, die ihr schon kennt vom alten Space Camper, vom aktuellen. Hier mit Moskitonetz regensicher. Und jetzt gehen wir an den Kofferraum. Heckauszüge, Einhandbedienung. Ich kann das hier rausziehen und zwar nicht so weit, sondern wirklich 1,20 Meter. Und hier mit solchen Modulen natürlich mich individuell auch anpassen und die Kisten einfach durchwechseln, je nachdem, welchen Bedarf ich gerade habe, ob Urlaub, Wochenende, sonstiges. Ich kann hier eine Kochkiste drauf haben. Ich kann hier eine Dusche rausziehen. Ich habe hier ein Moskitonetz, alles für. Ich kann hier dann mich entsprechend dann abduschen. Und einen verdunkelten Raum. Und wenn ihr ein bisschen näher kommt, könnt ihr nachher sehen. Also ich mache das ja relativ kurz. Ihr habt nachher dann Ina und Tim. Die sind da vorne. Ina und Tim, die werden nachher dann, die sind ja verantwortlich für das Projekt. Die werden euch das Auto dann weiter zeigen für individuelle Fragen. Ich mache es hier nur ganz kurz und dann machen wir noch ein bisschen Zeit für Details. Ihr seht nochmal eine kleine Aufmerksamkeit, auch die Taschen sind auch ein Prototyp. Die Taschen sind ein Prototyp, die werden dann gebaut wie die Flight Cases. Das heißt, dann richtig eine feste Kasse, dass man auch in den Fenstern als Kofferraum nutzen kann. Ich würde euch bitten, einmal mitzukommen zur Schiebetür. Also für mich sind die Autos, die wir bauen, oder die Fahrzeuge, die wir bauen, sind für mich, Urlaub ist sehr wichtig.
Aber wir wollen ja eine Flight, eine gute Balance haben zwischen Arbeiten. Wir wollen mehr. Also ich finde, gerade ein Vorteil von Corona war, viele haben die Freiheit bekommen, weg vom Büro zu arbeiten. Das heißt, das Auto soll für mich, bringt Mehrwert, wenn ich im Auto arbeiten kann, wenn ich mein Bett dabei habe für Mittagspause auch, also wenn ich einfach müde bin, mich hinlegen kann. Und das Ganze auch sehr draußen, also sehr viel draußen bin. Das heißt, ich habe ja dann so Tische, die ich dann hier rausklappen kann, um dann wieder schon Abstellflächen zu schaffen. Und was jetzt neu ist an dem Konzept ist hier, dass wir, damit es alltagstauglich ist, alles sehr schnell geht. Das ist beim Space Camper, die ihr kennt, immer schon so gewesen, dass man das Bett schnell machen kann. Und hier nutzen wir die Einzelsitze. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir zu dritt hier drin sitzen, kann man jeden Sitz einzeln umklappen, hat sofort ein Bett. Aber man kann sich auswählen, dass man auch nur teilweise eine oder zwei umklappt. Und dann kann schon mal zum Beispiel Ina ins Bett gehen, während ich und Tim noch sitzen kann. Und wir können noch zusammen hier dann ein bisschen sprechen, Karten spielen. Und hinten haben wir ein Bett, oder wir können zwei machen, dass man abends noch sitzen kann, wenn hinten das Bett schon aufgebaut ist. So, das als kurze Einleitung für den neuen Multivan. Nachher Tim und Ina werden euch mehr zeigen. Ich habe noch eine zweite Sache eingepackt. Und zwar, also ich liebe das Ganze, mittags einen, ich mache ein bisschen lauter jetzt, mittags einen Mittagsschlaf machen kann. Da stehe ich voll drauf. Powernap. Powernap. Ich mag einen Powernap. Für mich ist das wichtig, gerade wenn es abends spät geworden ist, man lange gearbeitet hat, einfach 10 Minuten hinlegen. Und ich liebe es auch, wenn man arbeiten muss, dass man sich auch vom Büro mal entfernen kann und an schönste Stellen gehen kann für kreatives Arbeiten. Jetzt haben wir aber eine Veränderung. Bei uns, wir kommen aus Darmstadt, Space Camper baut in Darmstadt. Wir haben in den letzten 4 Jahren sind viele Straßen von 4-spurig auf 2-spurig gegangen. Es wurden also ordentliche Prozente an Parkplätzen reduziert. Es gibt jetzt breite Radwege. Man findet keine Parkplätze mehr, aber hat breite Radwege. Es macht Spaß, Rad zu fahren in Darmstadt mittlerweile. Es macht wirklich Spaß. Und es ist auch vom ganzen Aufwand kleiner. Also, fahren wir mehr Rad. Was mache ich mit meinem Bett? Ich will mein Bett dabei haben. Ich brauche auch meinen Platz zum Arbeiten. Und das ist die Frage, Space Camper hat immer gesagt, kleiner ist mehr. Weil ich kann mit so einem Auto irgendwo hinfahren, wo die Großen nicht mehr hinkommen. Was ist, wenn wir noch kleiner werden? Noch kleiner und dafür in den Wald fahren dürfen. Auf dem Fahrrad. Ich bin sehr stolz. Vor 5 Jahren hat Markus Riese gesagt, er möchte gerne einen Space Camper auf dem Fahrrad haben. Ein Space Camper, was wirklich schnell geht. Markus Riese von Riese Müller, also der eigentliche Gründer von Space Camper, der hat mich damals überredet, meine Bauingenieurkarriere sausen zu lassen. Vor 5 Jahren angefangen, vor 5 Jahren die erste Radtour gemacht. 5 Jahre später bin ich sehr stolz, euch das zu zeigen, was jetzt rausgekommen ist. Ich enthülle mal das Space Camper Bike. Ihr dürft jetzt ein bisschen näher kommen, dass ihr eine Chance habt, das zu sehen. Kannst mal halten hier bitte. Kurz aufhalten, bis man mal sieht. So, was seht ihr hier? Ich brauche doch meinen Mittagsschlaf. Und ich liebe es doch zu arbeiten. Am liebsten in der Natur. Und das habe ich jetzt hier auf dem Fahrrad. Und das Besondere ist, natürlich möchte ich aber auch Urlaub machen können, dann möchte ich auch drin schlafen können. Also ich möchte ja auch schlafen können, ja. Das ist natürlich super zum Sitzen, aber nicht zum Schlafen. Also ich kann hier reingehen und wenn ich jetzt schlafen will vom Lesen, lehne ich mich einfach nach hinten und kann dann hier in die Bettposition reingehen. Wenn ich aber wieder aufstehen will und gerade den ganzen Tag hart gearbeitet habe,
einfach hochgehen und kommen wieder rein. Insgesamt haben wir mit der Liege die Möglichkeit, verschiedene Positionen anzunehmen, von verschiedenen Transportmodis, wo man einen riesen Kofferraum hat, oben für Bettzeug, unten für schwere Sachen. Mein Sohn oder meine Tochter von der Schule abholen kann. Und das ist mir auch wichtig, ich habe halt auch Kinder. Und ich habe also von Relax-Sitze auf Sitz alles Mögliche. Was mir jetzt noch fehlt, ist der Tisch. Ja, fehlt nicht, habe ich natürlich dabei. Jetzt Tisch. Folgendermaßen, ich gucke mal, wie ihr euch das am besten seht. Ich kann das hier mit unseren Gelenken hier auch die Lehne beliebig einstellen. Ja? Und das entsprechend arretieren. So, und hier unten drunter, dieser Kofferraum bleibt immer halten. Ihr seht ja, wie verliebt wir im Kofferraum sind. Also das heißt, ihr habt jetzt einen riesen Kofferraum gesehen, den haben wir bei Spacecamp immer drin. Der ist auch hier drinnen, also für ein Fahrrad riesig. Der ist auch hier mit Fächern abschließbar. Und der Lenker wird als Tisch genutzt. Also ich kann den Lenker so nehmen, habe hier meinen Tisch, wo ich dann hier schnippeln kann, arbeiten kann. Und ich habe jetzt alles, wenn ich auf einer Radreise bin, ist es halt jetzt Clamping. Also wirklich, ich kann mich überall hinstellen. Das Fahrrad braucht keine ebene Fläche. Ich kann mich überall, ich kann die meisten Boden ausgehen. Ich muss nicht mehr nachgucken, ob spitze Steine da sind. Und ich brauche nicht mal auf dem Boden rumzukrabbeln in solche Zelte. Ich kann hier sitzen, arbeiten, essen. Und jetzt nochmal, wenn ich koche. Guckt mal, wie ich hier koche. Ich kann das hier einfach aufklappen. Bettzeug bleibt hier liegen. Also, ich bedanke mich für Fragen. Tim und Ina und ich. Und die anderen auch. Vielen Dank.